Hi und willkommen beim zweiwöchentlichen Update-Video. Heute geht's um generative Kunst und den Beetle-Spot, ein bisschen Töpfern, die Schnipsel und TTGO-Boards mit E-Paper-Displays. Viel Spaß! Momentan beschäftige ich mich irgendwie mehr mit so generativer Kunst oder prozeduraler Generierung und solchen Sachen. Das finde ich alles super. Und ich habe mir einen Talk angeguckt mal von Galaxy Kate, das ist Kate Compton, die hat damals bei Spore, dem Spiel, mitgearbeitet. Und auch wenn das Spiel jetzt vielleicht nicht so der Oberknüller war, war diese Tierchen-Generierung schon ziemlich abgefahren. Die hat mir mal krass gut gefallen. Also wirklich krass gut gefallen. Und ich wollte mal irgendwas selber schreiben, was Krempel generiert. Und ich bin ja dann irgendwann bei Käfern hängen geblieben. Das Projekt gibt es jetzt ja schon länger. Das ist mein kleiner Käfergenerator. Und bisher konnte man sich eben einfach mal auf Random klicken und hat einen neuen bekommen. Und jetzt möchte ich das ein bisschen ausbauen, weil ich finde, da geht noch mehr. Deswegen hat ein Kumpel von mir kürzlich mal angefangen, die Website neu zu bauen. Und jetzt hänge ich praktisch noch meinen Code hinten dran. Und ich möchte, dass man alle Parameter des Käfers hin und her schieben kann. Und die Käfer generiere ich ja nicht nur aus fertigen Teilen, sondern das sind ja alles irgendwie Bézier-Kurven und sowas. Und da kann man eben wahnsinnig viel Parameter setzen und das sind noch nicht mal alle. Also da fehlen jetzt auch immer noch Farben und ein paar so Geschichten. Aber da bin ich jetzt gerade dran. Das heißt, man kann jetzt gerade immer hier schick auf Neu klicken und dann fällt immer noch ein neuer Käfer raus wie sonst. Nur, dass ich jetzt eben auch sagen kann, ich kann hier diese Color Distance verändern und ich kann hier den Nacken verändern und keine Ahnung, halt eben alles, was so geht. Und das macht jetzt schon ziemlich viel Spaß, dran rumzuspielen. Die Seite lädt jetzt auch zum Glück nicht mehr dauernd neu, das war auch immer maximal eklig. Aber ich meine, es ist immer noch super hässlich. Also ich meine, es funktioniert, aber es sieht halt nicht schön aus. Das ist jetzt der nächste Schritt. Und es fehlen halt auch immer noch Parameter wie Farbe und so ein paar Sachen. Die kommen jetzt auch noch rein. Was jetzt allerdings auch mittlerweile geht, also Permalinks hatte ich ja sonst auch und ich habe die Käfer auch eigentlich immer aus dem Seed generiert, das war aber blöd. Also ich kenne mich mit diesen Seed-Algorithmen nicht so gut aus, wie man da irgendwie sinnvoll Zufälligkeit. Und ich habe den erstbesten genommen, den ich im Netz gefunden habe und der ist okay, aber der streut halt nicht gut irgendwie. Also die Käfer, die rauskommen, haben mir halt nicht gut gefallen. Und, also, oder waren irgendwie gleichförmig, ich weiß nicht, also der Zufall ist halt nicht so geil. Und deswegen mache ich das jetzt halt wieder komplett über diese Random-Funktion von JavaScript. Das ist irgendwie besser. Und deswegen sind die Permalinks jetzt halt nicht mehr so schön. Aber eigentlich auch wieder ganz witzig, weil jetzt die Parameter tatsächlich eben einfach als Zahl gerade oben drin stehen. Einmal für die Form und ausgelagertes Pattern. Weil es gibt ja unterschiedliche Patternarten. Gibt's diese Wellen hier zum Beispiel und den Parameter habe ich natürlich rausgenommen. Super. Okay, es gibt einmal diese Wellen und es gibt einmal zum Beispiel hier diese Punkte. Und gerade bei den Punkten hatte ich eben das Problem, ich setze die an einer zufälligen XY-Position. Wenn man sich von neben dem Permalink anguckt, dann war das bisher so, dass hier hinten diese Punkte Location an dem Permalink hing und dann war der Permalink halt ellenlang, das ist halt kacke. Deswegen habe ich das jetzt ein bisschen eingeschränkt, wo diese Punkte gesetzt werden und damit der Hintergrund immer noch schön ausschaut, setze ich da einfach noch mehr zufällige Punkte, die aber nicht hier im Permalink stehen müssen. Das heißt, wenn ich jetzt hier neu lade, dann wird sich der Hintergrund immer ein bisschen verändern, aber der Käfer bleibt gleich, das ist ja wurscht, wenn der Hintergrund ein bisschen anders ausschaut. Was ich auch noch gemacht habe, ich hatte am Anfang den RGB-Farbraum für die Käfer genommen und halt einfach 2 zufällige Farben gezogen und dann am Anfang immer nur die, dann bin ich in den HSL-Farbraum gewechselt und habe dann immer nur, an dieser Helligkeit rumgezogen und dann waren die mal ein bisschen heller und ein bisschen dunkler, aber da hatte ich die Tendenz dann dazu, dass die Käfer immer sehr schwarz wurden. Das ist halt blöd. Also lieber zu knallig als nur schwarz, fand ich. Deswegen bin ich jetzt in den HSB-Farbraum, der ist wieder ein bisschen besser. Da hat man nämlich einmal als Einwert die Farbe an sich, also diese 360 Grad irgendeine Farbe. Dann hat man einmal die Saturierung von Grau nach Farbe und dann gibt's noch einen Regler, der geht von Schwarz in die Farbe rein nach Weiß. Und das ist dann der Vorteil, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Schwarz treffe als Farbe nicht so hoch einfach. Und jetzt sehen Sie, jetzt bin ich sehr zufrieden eigentlich gerade, wie die Farben rauskommen.
Genau, also kommen immer noch knallige Käfer raus, es kommen halt auch eher so normalere Käfer raus von der Farbe, die halt nicht so einem gleich irgendwie Augenkrebs verursachen. Also so alles dabei. Das finde ich jetzt eigentlich gerade ziemlich gut. Und dann habe ich noch geändert, wie die Namen generiert werden. Das hat mich auch immer gestört, weil ich habe am Anfang mir einfach selber einkategorisiert, wie in welchem Bereich der Farbwert liegt und dann ist das halt blau oder dann ist das grün. Das ist halt nicht so einfach, wie ich dachte. Das geht nicht so richtig. Aber es ist ja JavaScript, da gibt es natürlich 1000 Libraries und es gibt eine, die macht super witzige Farbnamen direkt. Da kann man einfach den RGB-Wert reinwerfen und kriegt dann hier irgendwie so schöne Sachen wie Black Pearl als Farbname zurück. Und das finde ich jetzt eigentlich ziemlich schick. Der nächste Schritt, der außerdem dann noch kommt, ist, ich würde die gerne auf T-Shirts drucken lassen. Und Spreadshirt hat da auch eine API. Das heißt, irgendwann hätte ich praktisch gerne, dass man so sagt, so, boom, ding. Ja, okay, das ist jetzt maximal langweilig hier. Das ist ein super cooler Käfer, den will ich unbedingt auf meinem T-Shirt drucken. Also der ist wirklich mal ganz schick. Und dann hätte ich hier gerne noch so einen Button, wo das geht. Das wäre cool. Und ich habe mir gedacht, in No Man's Sky, das ist ja auch so ein Spiel, wo total viel prozedural generiert wird. Also ich glaube, wahrscheinlich einfach alles. Ich weiß es nicht. Sind die Stories irgendwie fix? Ich habe keine Ahnung. Also es wird abartig viel generiert. Und da gibt es ja auch Spezies, die man entdecken kann. Und wenn man die entdeckt, darf man ihr einen Namen geben. Und das fände ich eigentlich auch witzig, wenn ich jetzt irgendwie sage, hier, ich klicke mich hier durch und habe den Käfer gefunden, den ich super cool finde. Und dann kann ich dem hier, darf ich vielleicht entweder den Namen ändern oder ich darf dem hier noch irgendwie was hinzufügen oder so einmal am Tag oder was, keine Ahnung. So viel Gedanken habe ich mir noch nicht drum gemacht. Aber ich fände es witzig, wenn man den Namen geben könnte noch. Genau, so viel zu den Käfers. Außerdem, es gibt ja schon länger den Twitter-Bot, Beatlesbot, ganz normal. Der läuft jetzt auch weiter. Die Bilder sehen jetzt auch hübscher aus. Die waren ja vor der Umstellung, als die Website noch anders war, sahen die Bilder nicht so geilo aus. Oh je, da muss ich jetzt aber lang zurückgehen. Ups. Ja, ist auch wurscht. Jetzt sind sie auf jeden Fall hübscher. Passen schöner ins Format. Gefällt mir viel besser. Was bei Twitter immer blöd ist, ist, dass der die Bilder so runterrechnet. Hier geht's. Aber irgendwie auf der Mobile, in der App, ist das irgendwie immer alles krass runtergerechnet. Also krass komprimiert. Nicht runtergerechnet unbedingt, aber super schlimm komprimiert. Gefällt mir nicht so. Was es jetzt aber neu gibt, weil Twitter ja blöd ist und seine API wieder mal noch dichter macht, als sie eh schon ist, gibt es jetzt den Beatlesbot als Mastodon-Bot. Der lebt jetzt bei Bots in Space, da wohnen die ganzen Bots, oder die meisten, die ich sonst so kenne. Und dem könnt ihr auch gerne folgen, wenn ihr da Lust drauf habt. Er postet exakt die gleichen und auch genau 6-mal am Tag, immer alle 6 Stunden. Ist also identisch, nur eben für Mastodon. Und ich bin ja mit meinem Beatlesbot und meinem Stiftplotter jetzt auch schon öfter mal unterwegs gewesen und ich habe kürzlich auch mal einen Livestream gemacht, wie ich Sachen geplottet habe. Das hat noch sehr viel Spaß gemacht. Das würde ich gerne öfter mal machen. Also Livestream finde ich generell ganz witzig. Ich weiß noch nicht, was ich streamen sollte, außer Stiftplotter. Weil mir beim Programmieren oder Malen zu gucken, ist, glaube ich, halt nicht so spannend. Aber Stiftplotter zu gucken, ist eigentlich immer ganz cool. Was ich außerdem gerade noch nebenbei praktisch mache, was generative Kunst angeht, das ist gerade so das nächste Projekt, was ich am Laufen habe. Ich möchte so florale Muster generieren. Die sollen eigentlich in diese Richtung gehen, wie diese typischen Doodles, die man so hat, wenn man so einfach auf dem Papier rummalt und dann da wie so Muster vor sich hin malt. In so eine Richtung soll das gehen. Und es ist jetzt aber irgendwie mehr Blume geworden bisher. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, also ich möchte jetzt diese Blätter hier noch füllen mit Mustern. Habe ich mir auch schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht, welche ich haben will, aber einfach noch nicht implementiert. Aber was eben geht, ist, ich kann jetzt hier gerade in so einer Art A4-Format für den Stiftplotter praktisch einfach schon mal Bilder generieren. Und die sehen auch ganz gut aus, finde ich. Sie sind recht unterschiedlich, also die Blätterarten sind schon recht unterschiedlich. Nur eben, wie gesagt, die Füllung ist halt noch sehr monoton. Geht so. Und mir gefällt es immer ganz gut, dass das Format nicht ganz ausgefüllt wird. Das macht es sehr schön. Also ich kann es mir auch gut vorstellen, einfach mehrere nebeneinander mal auf ein Papier zu zeichnen. Ich habe mal die aus dem Livestream rausgefallen sind, auch nebeneinander gelegt. Hier, genau. Das sieht halt schon schön aus. Das gefällt mir schon ganz gut. Machen wir mal kurz einen Abstecher außerhalb der Technikwelt. Ich bin ein großer Fan von handgetöpferter Keramik, weil ich finde, dass die
schöner ist, natürlich, logischerweise. Und meistens auch irgendwie besser die Wärme hält. Ich hatte mal einen großen Satz Ikea-Teller und egal, was man draufgelegt hat, es war instant kalt. Ich weiß nicht warum, es ist super seltsam. Und ich wollte mir immer eigentlich meine eigene Keramik machen für den Haushalt. Also Teller und Tassen und so Gebrauchskeramik. Also kein Kunstkrams, sondern wirklich Gebrauchskeramik. Und habe ich vor ein paar Jahren eben angefangen, irgendwie mal regelmäßig im Sommer, wenn es warm genug ist, zu töpfern. Habe mir so ein bisschen bei den kleinen Anzeigen nach und nach Kram zusammengekauft, damit man das eben auch zu Hause machen kann. Und ja, momentan bin ich dabei, einen neuen Satz Teller zu machen. Und zwar eckige Teller, also eigentlich Sachen, die man nicht auf der Scheibe dreht und eben noch so ein Krams, den man noch anderes braucht. Ein bisschen Pflanztöpfe für meine Sukkulenten und ein paar Tassen oder die man auch mal verschenken kann und sowas. Und gerade läuft eben der Schrühbrand. Wenn man Keramik macht, hat man 2 Brände im Normalfall. Der erste Brand ist immer der Schrühbrand. Da bereitet man die Keramik praktisch vor. Die ist dann schon fest. Und nach dem Brand kann man die glasieren. Es gibt unterschiedliche Arten von Glasuren. Ich habe im Normalfall Steinzeugglasuren. Die brennt man bei einer recht hohen Temperatur dann. Das sind 1250 Grad in meinem Fall. Und die haben sehr schöne optische Effekte. Die verlaufen sehr schön ineinander. Und ja, momentan habe ich hier gerade einen Schrühbrand laufen. Und das ist ein Haufen Zeug, da muss ich erstmal meinen Ofen einräumen. Und danach kann ich die Brennkurve einstellen. Wir starten hier bei schnuckligen 29 Grad. Und dann gibt es schon so vordefinierte Programme. Da gibt es eins, das auf 900 Grad hochreizt. Und dann kann ich eben einstellen, wie schnell, auf welche Temperatur und welche Haltezeit ich haben will. Und man macht im Normalfall immer so 2 Schritte. Weil so um die 450 Grad rum gibt es den Quarzsprung bei der Keramik. Da verändert sich die chemische Struktur. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist so ein kritischer Punkt. Und meistens heizt man eben langsam bis zu diesem Punkt. Und dann gibt es den Quarzsprung und dann kann man schneller hochheizen. Und in meinem Fall hier eben auf 950 Grad für den Schrühbrand. Und ich hoffe einfach mal, dass alles überlebt und mir nichts um die Ohren fliegt. Übrigens, kurz nebenbei, auch ziemlich cool, dass das jetzt endlich mal geklappt hat. Ein Kumpel und ich haben zusammen ein T-Shirt entworfen, das sind diverse Metal-Bands parodiert und eben auch Wacken parodiert, das heißt Hacken. Und wir wollten das ursprünglich selber mal verkaufen über Spreadshirt oder sowas und die wollen das immer alle nicht, weil, oh mein Gott, Copyright Infringement, obwohl es eigentlich offensichtlich eine Parodie ist und das eigentlich kein Problem sein sollte. Deswegen haben wir Gedigital gefragt, ob das nicht geht, dass die das in den Shop nehmen. Und das hat geklappt. Also wahnsinnig cool. Es gibt jetzt unser Hacken-T-Shirt bei Gedigital. Das steht auch irgendwie hier unten drin. Bleeptrack und Blinry. Super schön. Und genau, mittlerweile gibt's Girlies und Hoodies. Also wenn ihr eins haben wollt, gerne kaufen. Gerne auch über den Promo-Link unter dem Video. Da geht ein bisschen mehr Geld an uns. Ja, was ich ja auch immer noch mache, sind Schnipsel. Das sind diese kleinen Bildchen, die ich einmal am Tag meistens zumindest zeichne oder zumindest für jeden Tag eins. Manchmal hänge ich da auch ein bisschen hinterher. Und das Schlimme ist, ich hänge momentan tatsächlich massiv hinterher, weil ich während meiner letzten Uni-Zeit, also praktisch das ganze Jahr 2018 und eigentlich auch schon Ende 17, irgendwie 0 Zeit gefunden habe, die zu malen. Deswegen arbeite ich die gerade nach. Und das läuft jetzt praktisch gerade so ein bisschen reverse. Der August ist halbwegs aktuell. Der Juli ist vollständig und danach hier ist halt die massive Lücke. Die arbeite ich gerade auch momentan nach. Ich finde Tagebücher immer so ein bisschen öde, aber Zeichnen finde ich cool und das kann ich generell empfehlen. Einfach einmal am Tag ein Bildchen dafür zu malen, was gerade an dem Tag so passiert ist. Weil man auch irgendwie, ja, es ist halt nicht einfach immer eine gute Idee, mal zu reflektieren, was man so macht und mit was man Zeit verbringt. Und ich habe festgestellt, Essen ist mir sehr wichtig. Ich habe super viele Bilder mit irgendwas mit Essen. Aber er will es mir verübeln. Essen ist halt lecker. Zum Schluss noch ein bisschen was über TT-Go Boards und E-Paper-Displays. Es gibt jetzt, die gibt es noch nicht so super lange, das TT-Go T5 Board. Das gefällt mir sehr gut. Vorne ein E-Paper-Display drauf und hinten ein ESP32 dran. Das ist der ESP, der jetzt auch Bluetooth kann.
Und ich bin ein großer Fan von E-Paper-Displays und mein Plan war immer, mir so eine Art Schmuckanhänger zu bauen, also so eine Halskette mit einem E-Paper-Display, wo ich halt täglich oder wie auch immer einfach neue Bilder drauf machen kann. Und ich habe mir jetzt diverse Boards eben angeguckt und das ist jetzt einfach eine sehr gute Kombination. Es ist immer noch ein bisschen groß, aber es geht gerade noch so, finde ich. Ja, es ist eh ganz cool. Es ist auch noch dazu ein SIM-Karten-Slot mit dran. Bräuchte ich jetzt alles gar nicht. Und direkt ein Steckerchen für LiPo-Akkus. Also richtig cooles Ding. Und da beschäftige ich mich gerade. Ich habe mir auch nochmal dieses Badgie hier geholt von Tindy. Ich dachte, es ist irgendwie kleiner. Ich habe es mir vielleicht nicht genau genug angeguckt. Und es ist ein bisschen groß eben. Aber es macht eigentlich schon das, was ich eben gerne hätte, eben so eine Art Batch-Funktion. Man kann einfach nur Kram anzeigen lassen. Es ist noch ein Joystick dabei, hinten geht eine Knopfzelle rein, ist auch ganz cool. Aber wie gesagt, es ist einfach ein bisschen riesig. Also für eine Halskette ein bisschen riesig. Für eine Batch finde ich es tatsächlich eigentlich eine ziemlich gute Größe. Hab mir da den Code aber auch noch nicht angeguckt. Und jetzt ganz zum Schluss. Ich hatte überlegt, das zu einer zweiwöchentlichen Rubrik zu machen, das Sukkulenten-Update. Ich ziehe mir gerade Babysukkulenten und sie sind sehr niedlich. Und nebenbei möchte ich noch die Frage stellen, vielleicht kennt ihr euch da besser aus als ich. Ich hatte überlegt, wieder eine Patreon-Seite oder eine Steady-Seite oder sowas zu eröffnen, was so regelmäßige Spenden möglich macht. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, was man eigentlich gerade nimmt. Also Patreon ist, glaube ich, das populärste. Und ich hatte ja schon mal eine laufen. Und ich fand das irgendwie unübersichtlich, wie viel Geld jetzt an wen geht und so. Also irgendwie fand ich seltsam. Und jetzt gibt es ja Steady, ist, glaube ich, ein deutsches Unternehmen. Machen jetzt auch viele. Und es gibt aber auch noch so Sachen wie LiberaPay. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Wenn ihr dann noch Tipps habt, was man sich vielleicht mal angucken sollte, gerne her damit. Da mit dem Gedanken spiele ich gerade. Das war's eigentlich in den letzten beiden Wochen. Ziemlich viel passiert. Und ich wünsche euch einen schönen Sommer und wir hören und sehen uns in spätestens 2 Wochen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ups. Tschüss.